Na, habt ihr das gesehen? Ein Schauspiel, jeden Tag, seitdem der Fuchs weg ist. Seitdem mein Hund Thor den Fuchs verjagt hat. Ja, 2 Wochen später kam die Kraniche wieder. Das ist die finnische Natur. Aber ich möchte euch heute nicht die Natur zeigen, sondern etwas ganz, ganz anderes. Wir werden heute etwas Fisch räuchern. Und dazu brauche ich ein spezielles Gewürz, was ich auch bei mir im Garten habe. Das hier. Das ist Wacholder. Und von dem Wacholder werde ich mal ein paar Ästchen abmachen. Die kommen nämlich auf den Fisch drauf. Bleibt dran, es wird sehr lecker. So, dann werde ich euch jetzt mal zeigen, wie ich das mache. Hallo zusammen. Heute gibt es was Leckeres zu essen. Also schön dranbleiben. Ich habe hier einige Vorbereitungen getroffen. Das ist meine Räucherbox. Das ist die Fettauffangschale. Ja, so sieht der Boden aus, nachdem das ordentlich benutzt worden ist. Ich habe sie gestern ausgebrannt. Dann haben wir hier etwas Knoblauch. Das ist Zitronenpfeffer und das ist Zucker und grobes Meeressalz. Den Fisch habe ich eben schon vor einer halben Stunde kurz gewaschen und da habe ich dann dieses grobe Meeressalz drüber getan, damit das schon was in den Fisch einzieht. Dann habe ich hier noch den Wacholder, der kommt da drüber. Und das hier ist Schilf, das kommt auf das Gitter, damit der Fisch nicht festklebt. So sieht das Ganze aus, wenn der Fisch da drauf liegt. Jetzt werden wir das alles noch etwas würzen. Von jedem eine Kleinigkeit, ganz dezent. Es soll nicht zu stark nach Knoblauch schmecken, auch nicht zu stark nach Zitronenpfeffer. Das gibt dem Fisch eine besondere Note. Den Lachs, den habe ich in der Markthalle in Mikkeli gekauft. Die haben dort eine super Qualität und nicht irgendwo im Geschäft. So. In die Räucherbox tun wir jetzt ein bisschen Holzspäne rein. Die habe ich diesmal gekauft. Ich habe mein eigenes Holz. Ich nutze Apfelbaum, das ist Amaki. So. Und der Zucker kommt auch hier rein. Der Zucker ist für den goldgelben Rauch zuständig. Dann habt ihr eine schöne Oberfläche. Auf die Fettwanne gebe ich dann auch noch etwas Holz. Einfach um das Fett etwas aufzusaugen. Das ist nämlich dann einfach zu reinigen. Ich nutze hier Holz von Laubbäumen, von Erle. Und was ist da noch drin? Ja, das ist Erle. Ja, im Prinzip kann man alles an Holz verwenden. Es ist reine Geschmackssache. So, der Fisch ist in der Box. Ich habe die Wacholderzweige noch da drauf gegeben. Und jetzt wird der Brenner angemacht. Und da geht das auf das Feuer für ca. 20 Minuten. Und hier wird geräuchert. Ich habe unten den Brenner stehen, der ist noch nicht angeschlossen. Und dort drauf ist ein altes Rohr von der Lüftung, absolut passend. Das schützt den Brenner vor Wind. Und da wird es ungefähr 20 Minuten dauern, bis der Fisch fertig ist.
Früher habe ich ein Holzfeuer gemacht, da war aber der Nachteil, das dauerte zu lang. Ja, man verbrennt einen Haufen Holz und wenn es windig ist, so wie jetzt, dann gehen die Flammen in eine andere Richtung, dann heizt das nicht vernünftig. Deshalb habe ich jetzt einen Gasbrenner, den kann ich regulieren, das ist kein Problem. Alles läuft viel schneller, man braucht kein Holz schleppen und man braucht keine Feuerstelle. Ich habe da vorne in der Ecke zwar eine Stelle, da wird dann Feuer gemacht. Das ist eine alte Waschmaschinentrommel und da kommt oben dann der Grill drauf. Aber bei dem Wind jetzt gehen die Flammen alle in eine andere Richtung und da kann das Ganze viel länger dauern. Also, jetzt feuere ich das Ding erstmal an. Und in der Zeit, wo das jetzt hier am Brutzeln ist, werde ich mal den Tisch wieder sauber machen. Es raucht und das ist ein gutes Zeichen. In ein paar Minuten schauen wir mal kurz rein. Dann weiß ich ungefähr, wie lange das noch dauern wird. Das Räuchern habe ich hier gelernt und ich weiß das noch, das war 1988. Da hat mir der Bauer gezeigt, wie das alles geht, worauf ich achten muss und was ich reintun soll, damit es also einen Top-Geschmack gibt. Ich habe insgesamt 4 Räucheröfen. Ich habe diese kleine Box. Es gibt noch 2 Boxen, die etwas größer sind und dann habe ich ein Räucherfass. In das Fass kann man ganze Weihnachtsschinken reinpacken und die schmecken wahnsinnig gut. Das ist jetzt hier mein Räucherfass. Ihr seht, wie groß das ist und da passt einiges rein. Hier sind 3 Etagen mit Gittern für jede Menge Mulko oder Lachs oder wie gesagt Weihnachtsschinken. Schinken passen dort 2 Stück rein, ganz locker. Die werden dann mit einer Schnur festgemacht und einfach nur reingehängt oder an einem Draht. Ja, ich kann euch sagen, schmeckt wunderbar. Schön selbstgeräucherter Schinken mit eigenen Gewürzen, mit Wacholder dabei. Einfach nur klasse. Noch 10 Minuten. Ja, die Zeit ist um. Jetzt werden wir uns das Ganze mal anschauen, ob der Fisch schon durch ist. Mal sehen. Schaut mal, so sieht er aus. Aber er kriegt noch ein paar Minuten. Jetzt werden wir mal schauen, wie das Ganze aussieht. Schaut mal hier.
Der ist fertig. Jetzt lassen wir den kurzen Moment abkühlen und dann wird er ins Papier geschlagen. So, das Rost hat sich jetzt was abgekühlt. Ja, naja, noch nicht ganz. Muss ich noch ein bisschen aufpassen. Ah, der sieht richtig lecker aus. Das kann man wegschmeißen. So. Jetzt holen wir mal die Grillbox. Und hier ist das gute Stück. Nehme den Fisch raus, lege ihn hier in das Papier rein. Und als erstes mache ich das Salz runter. Sonst meckert mein Kardiologe, wenn er das sieht. Man kann es auch noch drauf lassen, aber für mich wird das Ganze zu salzig sonst. Ich lasse das Ganze immer auf dem Grillrost liegen. Gut verpackt. Und für eine Stunde sollte das Ganze jetzt noch ein bisschen ziehen, bevor ihr anfangt zu essen. Ja, also ich esse es gerne mit neuen Kartoffeln, Salat, schönen Tomatensalat dabei, ein paar Gurken darunter. Oder aber auf echtem finnischen Roggenbrot, diese kleinen dunkle Brotlaibe. Und genauso gut ist Haferbrot. Ja, also kann ich nur empfehlen. Aber denkt dran, das Salz runter machen, bevor es verpackt, wenn ihr nicht mehr ganz gesund seid. Ja, ansonsten gesunde Menschen können das Salz ruhig die Stunde noch drauf lassen. Ist kein Problem. Ja, ich freue mich schon richtig auf den Fisch. Ich werde den Fisch jetzt sicherheitshalber mal reinbringen, denn da am Himmel zieht eine dunkle Wolke auf. Kann sein, dass da gleich mal kurz im Moment Regen kommt, aber der kann ja nicht mehr schwimmen. Deshalb ist es besser, wenn er unterm Dach ist. Der Fisch und ich, wir haben es vor dem Regen nach drinnen geschafft. Und jetzt wird er gegessen. Schaut mal, was ich hier habe. Wie gut das aussieht. Mein Kardiologe wird wahrscheinlich jetzt einen Schlag kriegen, wenn er das sieht. Aber ich habe die Butter weggelassen. Ist ein Kompromiss für ihn. Die mache ich erst drauf, wenn die Kamera aus ist. Wenn ihr jetzt auch mit dem Gedanken spielt, so eine Räucherbox zu kaufen, dann kann ich euch wirklich nur empfehlen,
eine qualitativ hochwertige zu kaufen. Meine hat 160 € gekostet und sie ist aus dem Gefängnisshop. Die Gefängnisse, die haben kleine Shops und finanzieren so nebenbei einiges. Und da gibt es Räucherboxen zu kaufen. Kann ich nur empfehlen. Die Billigboxen, die taugen nichts, denn irgendwann wird euch der Saum aufgehen. Die sind unordentlich verschweißt und das Blech ist viel zu dünn. Okay, jetzt sind wir am Ende. Mein Essen wird langsam kalt, wenn ich hier noch eine halbe Stunde weiter quatsche. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann lasst bitte eins da. Es kostet nichts, ist kostenlos. So sehen wir uns dann recht bald wieder. Und ansonsten wieder diesen hier. Ja, also in die Richtung muss er zeigen. Ja, nicht andersrum, um Gottes Willen. Und lasst mir einen Kommentar da, wie euch das gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Hey, hey.